Wir befinden uns in der hämatologischen Ambulanz. Hierher kommen Menschen, die zunächst oft nur unspezifische Beschwerden verspüren. Rückenschmerzen, Müdigkeit oder immer wiederkehrende Infekte. In vielen Fällen ist es nichts Ernstes. Doch manchmal steckt mehr dahinter. Heute treffen wir 2 Patienten und eine Patientin, die diesen Weg gegangen sind. Herrn M., Frau K. und Herrn B. Wir begleiten sie ein Stück und erfahren, was ihre Erkrankung für ihr Leben bedeutet. Herr M. ist 62 Jahre alt. Vor einigen Monaten hat er bemerkt, dass er sich immer häufiger schlapp fühlt. Selbst nach einer erholsamen Nacht blieb die Müdigkeit. Dazu kamen Rückenschmerzen, die ihn zunehmend belasteten. Anfangs dachte er, das läge am vielen Sitzen im Büro oder am Alter. Doch die Beschwerden wurden stärker. Als die Schmerzen anhielten, suchte er seinen Hausarzt auf. Die ersten Blutuntersuchungen zeigten Auffälligkeiten. Werte, die nicht richtig erklärbar waren. Deshalb überwies ihn der Hausarzt zu einer Spezialklinik für Blut- und Knochenerkrankungen. Dort folgten weitere Untersuchungen. Alles zusammen ergab ein Bild, das eine klare Ursache für seine Beschwerden vermuten ließ. Seine Diagnose: ein multiples Myelom. Heute sitzt Herr M. hier in der Ambulanz. Er wartet auf das Gespräch mit seiner Ärztin. Er wird erfahren, was hinter seiner Erkrankung steckt und welche nächsten Schritte nun wichtig sind. Das Multiple Myelom ist eine Erkrankung der Plasmazellen. Plasmazellen finden sich bei allen Menschen. Plasmazellen sind prinzipiell nicht bösartig, aber bei Patientinnen mit Multiple Myelom sind diese Zellen entartet und vermehren sich. Die Zellen vermehren sich im Knochenmark, wo die Blutbildung stattfindet, und durch die Verdrängung der normalen Blutbildung kommt es zu den typischen Symptomen. Patientinnen mit Multiple Myelom leiden an Anämie, haben dadurch einen Leistungsknick, Leistungsminderung, haben häufiger Infekte, haben oft Blutungsneigung und haben auch ganz häufig Knochenschmerzen durch das Wachstum dieser bösartigen Zellen in den Knochen. In der Erstlinientherapie versuchen wir so gut wie möglich das Multiple Myelom zu behandeln und wegzubekommen. Klassischerweise verwenden wir dazu mehrere Substanzen und es ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt zur Behandlung des Multiplen Myeloms, weil wir sehr viele moderne Immuntherapien zur Verfügung haben. Wir kombinieren also mindestens 4 Substanzen in der Erstlinientherapie und diese 4 Substanzen sind Antikörper gegen CD38, das ist ein Oberflächenbestandteil auf den Zellen des Multiplen Myeloms, und auch Proteasomeninhibitoren, Immunmodulatoren und Dexamethason. Diese Vierfachkombination ist als sehr effektiv beschrieben in großen klinischen Studien und soll daher für alle Patienten zur Anwendung kommen, sofern dies möglich ist. Nach dieser sogenannten Induktionstherapie folgt eine für die Patienten, die dafür geeignet sind, Stammzelltransplantation mit eigenen, also autologen Blutstammzellen. Das heißt, man gewinnt diese körpereigenen Blutstammzellen und gibt sie dem Patienten, der Patientin im Anschluss daran zurück nach einer Hochdosis Chemotherapie. Nach dieser Stammzelltransplantation erfolgt dann bei allen Patienten eine sogenannte Erhaltungstherapie und somit ist die Erstlinientherapie in dieser Reihenfolge festgelegt. Ziel dieser Erstlinientherapie ist, mit der Erhaltungstherapie so lange wie möglich ein sogenanntes progressionsfreies Überleben zu erzielen. Das heißt also, so lange wie möglich den Patientinnen Zeit geben, bis das erste Rezidiv auftritt. Von der Prognose muss man sagen, dass je länger dieses Intervall ist des progressionsfreien Überlebens, desto besser ist es für unsere Patienten. Im Moment sind wir leider noch nicht in der Lage, das Multiple Myelom zu heilen, aber wir können den Patientinnen viele, viele Jahre an Krankheitsfreiheit durch diese neuen Immuntherapien geben. Nach dem Gespräch verlässt Herr M. die Ambulanz mit Hoffnung. Er weiß nun, seine Erkrankung ist behandelbar und er wird auf diesem Weg nicht allein gelassen.